Guten Abend, Freunde. Wir sind gerade von einem Geburtstag gekommen und haben noch ein kleines Hühnerchen. Klar, also beim Geburtstag immer ein bisschen was gegessen, aber kommst du nach Hause, hast du noch ein bisschen Appetit. Soll nicht zu schwer sein, also nichts mit Fleisch. Deswegen machen wir heute nochmal einen schnellen veganen Salat, warm-kalt. Mit Champignons, Feldsalat, Tomaten, Paprika, Kartoffel und ein bisschen Lauch. Das Ganze jetzt. So, zuallererst schälen wir uns die Kartoffel. Schälen erledigt, gehen wir als nächstes hin. Eine kleine Ecke schneide ich mir weg. Steht der besser, der Kartoffelkopf. Gehen wir den einmal längs, wie in so Streifen schneiden, nicht zu dünn, wie so Pommes, sage ich mal. Zack. Ich möchte jetzt kleine Kartoffelcroutons noch in eine Pfanne anrösten. Jetzt haben wir so schöne Kartoffelwürfel. Die braten wir gleich in eine Pfanne schön an. Als nächstes schnappen wir uns die Paprika. Und da habe ich mal was. Die Paprika geht ja hier immer zusammen. Normalerweise schneidet der Deutsche die grundsätzlich hier oben auf. Fängt ja an rumzububbeln. Ich zeige euch mal was. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt. Ihr setzt hier oben an und schneidet runter. Hier, wo zusammen ist, sitzt immer das weiße Fleisch. Bedeutet, ihr geht hier hin und schneidet am weißen Fleisch oder am Hauptfleisch schneidet ihr gerade runter. Wie wenn wir Orangentranchen schneiden. Und auch hier das letzte Stück, hier sehen wir wieder der innere, da genau sitzt das weiße Fleisch. Wir gehen hin, wir haben den ganzen Strunk jetzt in der Hand. Wir setzen hier oben wieder an, haben natürlich ein scharfes Messer und können hier runterschneiden. Dann haben wir den ganzen Rest der Paprika, fliegt ab in eine Tonne und unsere Paprika ist fertig. Kein weißes Fleisch, alles wunderbar, können wir direkt so auf die Größe schneiden, wie wir wollen. Setzen an, scharfes Messer, schneiden einmal runter. Hier genau das gleiche. Ihr könnt ja dann auch wie hier in einem Fenster reingucken und seht ja, wo ihr seid. Schön runterschneiden. Hier kommt wieder der innere, das heißt, ich schneide am Rand lang und dann nach unten. Kein weißes Fleisch. Das gleiche hier nochmal. Das gleiche hier nochmal. So, habt ihr den ganzen Salat ab in eine Tonne. Die ganzen Kerne, alles bleibt. Ihr könnt das ganze Ding direkt so nehmen. Weg. Paprikas schneiden wir jetzt natürlich auf die Größe, wie wir das möchten. Fertig, kommt auch an eine Seite. Zack. Als nächstes nehmen wir die Champignons. So, Champignons sind alle geschnitten, Füße separiert. Wie gesagt, Champignon ein bisschen sauber putzen. Champignon wäscht man nicht. Für die, die es nicht wissen, Champignon nicht wässern. Wenn ihr die dann in eine Pfanne gebt, ist nicht so schön. Das ganze Wasser muss aus den Champignons wieder raus, weil die Champignons das Wasser aufsaugen. So, die Füße packen wir an die Seite, wie gesagt. Hervorragend, stellen wir uns an der Seite, machen wir später eine Creme draus. So, als nächstes lassen wir ein bisschen Wasser in eine Spüle. Denn was wir waschen müssen ist den Feldsalat. Ich benutze, wie gesagt, immer ganz gerne die Schale, die schon mit dabei ist. Wasche die einmal aus, stelle mir die an eine Seite. Alle, die das Video gesehen haben vom Unboxing, die Hummelklatsche, genau. Die ja nicht nur für Hummeln war, sondern hier können wir jetzt richtig schön unseren Salat nehmen, entwässern, wieder zurück. Die ist einfach klasse. Für Nudeln, für Kartoffeln aus dem Wasser holen, brauchst du nicht abschütten. Zurück am Schneidebrett widmen wir uns dem Lauch. Und jetzt schneiden wir uns die Geschichte hier ebenfalls in Streifen. So, Lauch fertig. Der bleibt wie gesagt kalt, genauso wie die Paprika. Die ziehen wir nicht durch die Pfanne. So, dann haben wir auch noch die Kirschtomaten. Die lassen wir auch am Stück. Oder nee, wir teilen die einmal. Zack. Nur halbieren. Wunderbar. So, wir wechseln rüber an den Herd, setzen eine Pfanne auf für die Champignons und eine Pfanne für die Kartoffeln. Beide Pfannen auf volle Pulle. In der Zwischenzeit, bis die Pfannen heiß werden, nehmen wir schon mal unsere super große Salatschüssel. Da geben wir schon mal den Feldsalat rein, geben die Tomaten dazu und den Lauch wie die Paprika. So, wir würzen einmal vor mit Salz. Dann gibt es noch ein bisschen Pfeffer. Auch hier immer nach Geschmack.
Also ich finde immer, wenn man hier sagt, ein Teelöffel, das ist immer abhängig. Der eine mag viel Pfeffer, der andere mag mehr Salz. Das kann man so per Form nicht sagen. Deswegen muss man immer für sich selber irgendwo wissen, wie man das Ganze gewürzt haben möchte und dementsprechend würzen. Dazu geben wir noch ein bisschen Bella Italia Gewürze. Für die, die nicht wissen, was hier drin ist. Pfeffer, Meersalz, Tomate, Paprika, Zwiebel, Rosmarin, Knoblauch, Chili, Salbei, Thymian, Fenchel, Basilikum, Majoran, Oregano. Das ist also der Mix Italia von Nice Spice. Für ein klein bisschen Schärfe nehmen wir hier noch das Coco Loco. Hier ist ein bisschen Knoblauch, Tomate, Pfeffer, Zitronenschalen, Zwiebel, Chili. Dann nehmen wir auch mal so ein kleines Händchen voll. Zack. Und natürlich unseren tausendmal vorgestellten Zitronenpfeffer. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Pilze können schon in die Pfanne. Kartoffeln ebenfalls in die Pfanne. Und direkt mal einen Deckel drauf. Beide Pilzchen, die braten wir jetzt ebenfalls schön an. Warten, dass sie ein bisschen Wasser verlieren. So, einmal Deckel ab. Einmal umrühren. Gleich bei den Kartoffeln. Einmal ab. Schön einzeln liegen lassen, damit die überall schön knusprig werden. Deckel wieder drauf. Während die Champignons und die Kartoffeln fertig werden, Balsamico, der ist ein bisschen dickflüssiger. Sieht man schon. Genau, davon geben wir ein bisschen was rüber. Sieht so schon super aus. Als nächstes habe ich euch auch schon erzählt, schnelle Nummer Sanddorn, Zitrone, super. Ein kleines bisschen drüber, nicht zu viel. Und etwas Olivenöl. 2-3 Esslöffel, 1, 2, 3,5, kann auch sein, alles super. Das Ganze rühren wir dann jetzt schon mal um. So, ist der Zeitpunkt gekommen. Noch eine schöne Flocke Butter. Das gleiche gilt auch für unsere Champignons. Das gibt nochmal Geschmack, herrlich, genauso muss das sein. Was wir jetzt machen, ist mit der Flamme runter. Also ich war vorher schon auf halb, jetzt gehen wir ganz runter. Und dann kriegen die Champignons noch ein bisschen Petersilienregen ab. Können die nochmal den Geschmack annehmen. Die lassen wir so jetzt in der Restwärme noch kurz ein paar Minütchen ziehen. Decke wieder drauf. Fertig. Unsere Kartoffel-Butter-Crotonis sehen auch gut aus. Kann die Platte auch runter. So, die Pilze, die jetzt im Finish sind, die bekommen noch ihr Salz nach Geschmack und erst jetzt ihr Pfeffer. Nicht zu viel. Zack. Einmal nochmal umrühren. Und dann sind wir soweit durch und können gleich anrichten. So, wir sind durch mit unserem Salat, der hier schon herrlich auf seinen 2 Tellern wartet. So. Schön farbenfroh. Dazu gibt es jetzt unsere Champignons, ein paar heiße Kartoffelcrotinis und eins darf natürlich nie fehlen, der frisch geriebene Parmesan. Oh ja, Freunde, ich sag mal so, egal ob nach dem Geburtstag oder einfach zwischendurch, das Ding einfach mal schmecken lassen. So Freunde, wir hatten gerade so einen Hunger, da haben wir den ersten Teller direkt weggehauen. Ich muss euch unbedingt noch sagen, dieses Ding müsst ihr unbedingt nachmachen, ohne Quatsch. Dadurch, dass wir den Lauch haben, den haben wir nicht angegrillt, der bleibt in Rohform. Muss man natürlich mögen. Der bringt natürlich wie eine Zwiebel seinen Eigengeschmack mit. Dadurch, dass wir die Kartoffeln angeröstet haben, die Champignons sind ebenfalls warm, mit der Tomate, dem ganzen Sud, allem drum und dran. Zusammen auf dem Teller, der Parmesan nochmal als Geschmacksverstärker. Wer dann noch möchte, nachdem wir die Champignons ja in der Pfanne angebraten haben und ihr gebt die Butter dabei, zieht ihr die Pfanne an die Seite. Wer mag, gibt dann von der schönen Butternote mit den Champignons noch ein paar Tropfen da drüber. Das Ganze vermengt sich unten. Probierst du dann unten, da wo sich alles verbindet, schön mit dem Feldsalat. Das Ding ist einfach... Okay. Die Kartoffeln, wir haben schöne kleine Röchel, da kommt der Crunch mit dabei. Das ist einfach durchweg geil. Komplett ohne Fleisch, dir fehlt nichts. Und satt macht das auch noch, und zwar einmal durch die Champignons
zum anderen durch die Kartoffeln. Also auch für euch Männer. Ernsthaft, ich esse sehr gerne Fleisch, aber hier fehlt es an gar nichts. Wie gesagt, wir haben gerade den ersten Teller so weggesnackt. Einfach nur lecker, einfach nur super. Nachmachen, ausprobieren und deine Kommentare, wie euch das gefallen hat. Also einfach mal machen. Weißt du? Schmecken lassen. Dankeschön. Nachmachen, Rezepte, alle Links in der Videobeschreibung. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Rolli. Lecker. Aber geil.